Das ist der gefährlichste Moment auf unserer Südamerika-Reise. Die Straße hat sich durch den Regen in klebrigen Schlamm verwandelt und genau jetzt verlieren wir die Kontrolle über unseren Bus. Echt krass, richtig krass, Leute, Alter. Wir stehen hier völlig quer. Es ist keinerlei Kontrolle mehr, es ist keiner Kontraktion mehr. Wir sind über 50 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Wenn wir jetzt von der Straße abkommen, ist alles vorbei. Richtig heftig. Das ist die heftigste Rutschpartie, die ich jemals gefahren bin in meinem Leben. Und wir sind hier draußen nicht die Einzigen, die die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren. Das ist echt krass. Also der fährt Schlangen hin und hat einen Anhänger hinten dran. Ein paar Tage zuvor war alles völlig anders. Wir waren gerade in einer der wildesten Regionen Paraguays angekommen, dem trockenen Chaco. Ein Ort, an dem die Natur noch alles bestimmt. Wir waren bei Thomas und Sabine Finke zu Gast, die seit Jahren dieses Land und seine Tierwelt schützen. Sie leben sehr weit draußen in der Wildnis. Es trennen uns mehr als 50 Kilometer Erdstraße von der nächsten befestigten Straße. Hier draußen gibt es Pumas, Jaguare und Tiere, die die meisten Menschen niemals sehen werden. Es fühlt sich sehr abgelegen und friedlich an. Ist gut? Okay. Wir verbringen ein paar gemeinsame Abende miteinander und probieren exotische Früchte. Diese riesige Frucht hatten wir seit Tagen reifen lassen und heute können wir sie endlich probieren. Sie heißt Jackfruit. So sind wir einfach ausgelassen und genießen die Zeit, ohne zu wissen, was kommt. Doch dann fing es an zu regnen. Und es hörte nicht mehr auf. Im Chaco verändert Regen alles. Diese Straßen hier bestehen nur aus Erde. Und wenn sie nass werden, sind sie nicht mehr befahrbar. Am Anfang haben wir uns noch über den Regen gefreut. Aber plötzlich sitzen wir fest. Ja, meine Lieben, jetzt haben wir den Salat. Jetzt hat es hier seit 8 Stunden geregnet und Chaco-Regen. Man denkt sich ja so, okay, ist ja sonst eigentlich trocken und wenn es denn da regnet, na gut, dann läuft es wahrscheinlich schnell ab. Ja, aber der Chaco-Boden, der ist so, das ist ein bisschen lehmig, matschig und jetzt geht eben gar nichts mehr. Wir sind hier eingeschlossen, also wir sind jetzt hier auf der Finca Amistad, auf der Estancia Amistad. Das ist ja die Estancia von Thomas und Sabine vom letzten Video. Und wir sitzen hier fest. So, wir müssen jetzt warten, bis es mindestens einen Tag gar nicht regnet und die Sonne scheint. Und dann können wir hoffen, dass der Weg wieder so frei ist, dass wir da durchkommen. Wir sind ja ein bisschen schwerer, wir haben kleinere Reifen als so ein 4x4-Fahrzeug und wir sind ein bisschen tiefer. Ein guter Test für unsere Dschungeltour. Man muss halt dazu eins sagen, wir hätten auch im Dschungel bei Regen gewartet. Und jetzt müssen wir halt so lange zumindest mal warten, bis wir wenigstens nicht mehr als 10 cm einsacken. Wenn wir mehr als 10 cm einsacken, dann kleben wir da irgendwann fest, stellen uns quer und dann geht gar nichts mehr. Und das wollen wir nicht. Ja, und jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Guss. Also warten wir. Wir nutzen die Zeit sinnvoll und reparieren ein paar Dinge am Bus. Oder wir arbeiten. Und immer wieder schauen wir zum Himmel, in der Hoffnung auf Sonne. In der Hoffnung, dass der Regen endlich aufhört. Aber die Sonne kommt nicht. Und der Wetterbericht sagt, dass noch viel mehr Regen kommen wird. Wie es aussieht, haben wir nur ein kleines Zeitfenster in den nächsten Stunden. Der Regen soll für eine Zeit lang nachlassen. Wenn wir nicht bald losfahren, dann werden wir hier tagelang festsitzen, vielleicht sogar Wochen. Aber der Boden ist noch sehr nass. Die Straßen sind eigentlich nicht bereit, aber zu warten ist keine Option mehr. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir werden es versuchen. Guten Morgen. So, jetzt geht's los. Wir müssen uns tierisch beeilen. Es ist unser Fenster, es ist unsere Chance, hier rauszukommen. Wir sind am Frühstücken. Alessandra haut sich noch ihr Müsli rein. So, ich bin schon in Action. So, was ist unser Plan? Wir sind hier seit
einer Woche sitzen wir fest im Chaco. Es hat durchgehend geregnet, alle Erdstraßen sind Matsch und wir kommen hier nicht weg. Wir haben zwar jetzt gerade gestern Essen gebracht bekommen, aber bei uns ist einfach alles leer, die Zeit geht weg, wir müssen hier raus. So, und jetzt hat es seit gestern Abend nicht mehr geregnet, das heißt, wir haben jetzt circa 12, 13 Stunden keinen Regen mehr. Es ist zwar immer noch ein bisschen diesig, manchmal kommt es, tröpfelt so ein ganz bisschen, aber man sieht, dass die Straße vorne frei wird und das bedeutet, wir probieren das heute. Der Thomas, bei dem wir sind, der hat gesagt, er begleitet uns. Also wenn alle Stricke reißen, können die uns noch mit dem Jeep rausziehen. Und wir müssen jetzt 30 Kilometer Erdstraße einfach gerade da durchknallen, um dann eben irgendwann wieder auf der normalen Straße zu sein. Und diese 30 Kilometer Erdstraße, die haben es echt in sich. Wir haben roten Lehm, wir haben also wirklich klebrigen Boden. Und wir müssen schauen, dass wir da durchkommen, ohne in den Graben zu rutschen. Drückt uns die Daumen, das wird eine richtig heftige Tour. Also ich weiß, dass es richtig krass wird. Gut, den Rest machen wir, wenn wir losfahren. Ich hau mir jetzt auch noch was zu essen rein und ein bisschen Stärkung, einen Kaffee und dann packen wir das Auto zusammen und ab auf die Piste. Es soll nämlich auch in 2, 3 Stunden wieder regnen und bis dahin müssen wir diese 30 Kilometer geschafft haben, sonst ist alles vorbei. Sonst kleben wir hier mitten in der trockenen Savanne auf dieser klebrigen Lehmstraße fest und da haben wir überhaupt gar keinen Bock drauf. So, wir tauschen jetzt also Machete gegen Klappspaten. Die wir aber wohl eher brauchen. Die Wege sind ja weit, aber das Ding lasse ich mal draußen, die Machete kommt weg. Boah, ich bin ganz schön gespannt, echt. Das wird also wir hatten schon 2, 3 Mal so eine Touren und du musst halt gucken, dass du schnell genug bist, dass deine Räder ständig frei sind, dass du noch Profil hast, sonst rutscht du nur. Aber auch nicht zu schnell, dass der ganze Kladderadatsch zu sehr im Radkasten klebt und man dann auch nicht mehr weiterfahren kann. Gut. Drückt uns mal die Daumen. Na Mali, bist du fertig? Geh mal los. Komm her. Na komm her. Komm her. Sag mal, hast du Angst vor dem Weg? Bisschen. Also die haben alle gemeint, dass da ist ein Wasserloch, con mucho agua. Und dass die Straße wirklich total matschig ist. Also die fahren alle nur mit Traktoren da durch. Okay. Wir sind sozusagen die Ersten, die mit einem Wohnmobil oder mit einem sowas hier da durchfahren. Mal gucken. Ich bin auch gespannt. Zum Glück kommt der mit, ey. Also falls wir da irgendwie stecken bleiben, kann uns noch einer rausziehen. Unser größtes Problem ist halt, dass wir Angst haben, dass wir diese schräge Erdstraße runterrutschen. Und dann besteht eben einfach das Problem, dass man umfällt. Weil die sind relativ steil, die Erdstraßen. Und dann rutscht man in den Graben rein und dann liegt man mit der Seite auf dem Graben auf. Ja. Ist natürlich nicht so schön fürs Auto. Auch nicht so schön für den Inhalt hier. Und deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Außerdem müssen wir unsere Laptops und Wertsachen und Elektrosachen alle vom Boden hochheben. Wir wissen ja nicht, also es gibt schon ein paar Wasserlöcher und klar gehen unsere Möbel kaputt, wenn wir ins Wasser reinfahren. Aber so Möbel, so Holzmöbel kann man ja ersetzen. Laptop, Teleobjektiv, diesen ganzen Kram nicht. Das tun wir jetzt so hoch wie möglich hin und sicher, dass selbst wenn das Auto umfällt, dass da nichts passieren kann. Und dass vor allem, falls Wasser reinkommt, die es nicht am tiefsten Punkt ist, weil das wäre natürlich ein Fiasko. Ja. So, fertig. Auto ist gepackt, es geht los. Auf geht's. Jetzt kommt der richtig harte Weg. Cool, wir haben hier Begleitung. Also, der Mitsubishi fährt mit. Thomas fährt mit. Wir sind also nicht alleine. Du unterstützt uns. Wunderbar. So, also, Elli fährt auch mit. Wir sind also wirklich nicht alleine. Wir sind hinten dran noch ein Fahrzeug. Das werden wir wohl hinkriegen. So, und jetzt geht's auf durch den Schlamm, bis wir irgendwann hoffentlich wieder an der Autobahn sind. Ja, wollen wir mal sehen, dass sie nicht im Dreck hängen bleiben, ja? Ja, das wirst du schon hinkriegen. Du kennst dich ja aus. Ja. Auf jeden Also, Fall, wenn sich einer auskennt, dann ist er erdet. So. Nein, das wird schon nicht so schlimm werden. Aber der Weg ist schon so ein bisschen kompliziert und schon eine Herausforderung. Aber er hat ja viel Erfahrung, gerade hier in Südamerika. Er kennt die schlechten Wege und deshalb wird das also alles gut klappen. Wir fahren bloß mit zur Unterstützung. Falls er wirklich hängen bleibt, dann wird er ein bisschen rausgezogen. Ja? So wie das manchmal so im Leben ist. Manchmal braucht man einen kleinen Schubs und dann funktioniert es. Also wollen wir mal sehen, ob wir es so schaffen und wenn nicht, danke. Ja, alles klar. So, der Anfang ist ja noch relativ leicht. Es ist nur sandig
weicher Sand. Und wir sind unterwegs. So, das heißt aber nicht mehr stehen bleiben, auch nicht zu langsam fahren, weil sonst fahren wir uns fest. Und guckt euch das an. Das ist einfach nur aufgetretener, weicher Sand. Weicher Sand, der von den Kühen auch noch aufgewühlt ist. Und es hat eben tagelang geregnet. So, das heißt, wir müssen jetzt hier locker flockig durch bis zum Anfang der Finca. Und dann kommen noch einige Schlammlöcher. Ich hoffe, dass wir da durchkommen heute. Und es regnet. Der Feind der Erdstraße ist der Regen und es regnet. Ciao, ciao, ciao. Hasta luego, hasta luego. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Ciao, Milka. Ciao. So, jetzt noch raus aus dem Tor und dann sind wir zumindest raus aus der Finca. Dann haben wir es hier schon mal geschafft. Aber jetzt wird es erst richtig schlimm. Das geht jetzt erst richtig los hier. Aber so wie es aussieht, ja doch, das ist richtig weich. Der Boden ist total weich. 30 Kilometer, meine Fresse. Und zwar da lang. Planning. Vete un poco más a la derecha, ¿no? Con la chance que entras rápidamente en el suelo, aquí es mejor zu Und solo miedo que va ahí. Puh, so, erste Matschloch ist hinter uns. Das ging noch. Also ich kann da im zweiten Gang durchfahren. Man muss halt immer so schnell fahren, dass die Reifen, also das Profil frei bleibt. Wenn man zu langsam fährt, geht das Profil zu. Und wenn das Profil zu ist, hat man überhaupt keinen Grip mehr und dann ist es sowieso vorbei. Und man sollte auch immer unter Belastung fahren. Also sprich nicht hier untertourig mit 1200 Umdrehungen. Dann hat man ja keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Und wir sind ja heckgetrieben, das heißt, wir können ja eingreifen auch mit dem Gas, gegenlenken, ein bisschen querstellen. All das geht mit diesem Fahrzeug, was mit einem vorderradbetriebenen Fahrzeug ja nun mal nicht geht. So, jetzt kommen auch schon, Scheiße, überall Vögel, sieht aus wie der Tod, der von links kommt, alle hauen nach rechts ab. So, ich weiß gar nicht, ob wir richtig sind. Ja, sind wir noch richtig? Ja, wir sind noch richtig. So, unsere Patrouille sagt alle gut. Also, es geht weiter geradeaus. Es sollen jetzt aber noch richtige Stellen kommen. Es geht über Kilometer durch tiefen Schlamm. Ich bin echt gespannt. Also, es war jetzt schon eine ganz schöne Rutschpartie. Mit Gegenlenken und allem. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ey. Meine Güte. Ja, schöner Test für Brasilien. Wenn wir hier durchkommen und das schaffen, dann schaffen wir das auch über die brasilianischen Erdstraßen. Ja, man weiß immer nicht, wie schnell man fahren soll. Ne? Die Zeit spielt komplett gegen uns, der Regen nimmt zu. Noch ist es nur Tröpfchen, aber sobald es einmal richtig anfängt, die Oberfläche nass zu machen, dann klebt das an den Reifen. Und das ist jetzt schon hier der Fall, dass man richtig hört bei den Reifenumdrehungen. So, also wir haben jetzt noch, ja, ich weiß nicht, also ich habe ja gesagt 30 Kilometer, das stimmt aber ja nicht. Das sind bestimmt 50 Kilometer Erdstraße. Und weil hier steht, dass wir jetzt noch über 40 haben, also deswegen scheint ja meine Zahl schon mal nicht zu stimmen. Gut, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, also ist gar nicht so blöd, an weniger zu glauben, dann hat man mehr Motivation. Und jetzt surfen wir hier echt schon durch den Sand. Es wird immer, ja, die Verhältnisse werden auf jeden Fall nicht besser. Und man muss halt auch gucken, dass man in diese Löcher nicht zu tief reinfällt. Weil einige sind so weich, dass man einfach mal richtig doll nach rechts oder links gezogen wird. Jetzt zum Beispiel, Achtung. Gut, weiter geht's. Am Anfang fühlt sich eigentlich noch alles ganz okay an. Wir kommen voran. Doch plötzlich verändert sich die Straße. Absolutes Chaos bricht aus. Keine Traktion mehr. Der Bus beginnt zu rutschen. Links, rechts, kein Grip mehr. Wir rutschen einfach nur noch über die Straße.
Jetzt dürfen wir keine Fehler machen. Wir müssen jede Bewegung ausgleichen, sonst rutschen wir mit dem Bus von der Straße. No lo sé que tenemos más adherencia de la rueda. ¿Ah? Gar nichts, ¿no? Scheiße. Boah, das war krass. Wir haben uns fast gedreht. Wir sind wirklich eine Schlangenlinie hier auf dem Matsch gefahren. Beide Reifen sind zu. Also beide. Alle 4 sind komplett zu. Wir stehen jetzt hier auf der Seite. Und es ist so rutschig, dass wenn wir rauslaufen, wir von unseren Schuhen wegrutschen. Ich habe die Differentialsperre angemacht. Auf uns kommt jetzt ein LKW zu. Ja, film mal, ist du. Jetzt kommt hier so ein Truck auf uns zu und der ist nur am Rutschen, also keinerlei Kontrolle mehr. Ich hoffe, dass der uns nicht trifft. Ja, exactamente. So, wir warten jetzt einfach noch. Wenn nicht, kriegt ihr das jetzt live mit. Scheiße. Das ist echt krass. Also der fährt Schlangenlinien und hat einen Anhänger hinten dran. Also genauso sind wir auch gerade eben gefahren. So, jetzt geht's gerade. Jetzt ist gerade. Ich hoffe, dass der hier an uns gerade vorbeikommt und nicht anfängt zu schlängeln wieder. Tiene también animales dentro. So, auf geht's, ganz langsam. Er kommt. So, wunderbar. Ihr seht, wie das klebt. So, und auf geht's. So, und wir fahren jetzt ganz langsam. Wir stehen schon jetzt quer. Also wir stehen jetzt schon mit dem Arsch nach da und ich muss jetzt schon das Lenkrad leicht nach rechts halten, um überhaupt gerade zu fahren. Und wir fahren erst im ersten wirklich langsam. Aber Differentialsperre ist jetzt an, wie gesagt, und damit haben wir ein bisschen gerader, weil es uns nicht mehr nur auf einer Seite schiebt. Vorher hat es uns nur auf einer Seite geschoben, deswegen schlingert es dann so, aber wenn man mit beiden Rädern gleich angetrieben wird, ist es ein bisschen besser. Das ist ein Arte de Kondus hier, Alter. Echt krass, richtig krass, Leute, Alter. Wir stehen hier völlig quer. So ist keinerlei Kontrolle mehr, es ist keiner Kontraktion mehr. Der Mann, der steht da, hace el un signo ahí? No lo puedo ver. Da steht ein Mann, macht der da ein Zeichen? No, creo que no. Todo está. No se ha fijado. Oh, echt krass, echt richtig heftig. Das ist die heftigste Rutschpartie, die ich jemals gefahren bin in meinem Leben. Meine Fresse. So, jetzt geht's ein bisschen besser, ein bisschen besser. Ich hoffe, dass wir an diesem LKW vorbeikommen. Pienso que tenemos suficiente espacio
para irnos al lado, pero no demasiado, Chazi. Ja. No demasiado al lado. No más de donde está la línea al suelo. Ja, oder links vorbei. Links vorbei. Pregunta que se puede pasar. ¿Qué piensa mejor? ¿Izquierda o derecha? Vamos aquí, ¿no? Ah, espero que dice. ¿Aquí? Aquí mejor. Ciao, ciao, ciao. So, am LKW sind wir vorbei. Und jetzt geht's weiter. Mehrere Kilometer absoluter Rutschpartie. Hier ist kein Grip, wir haben überhaupt keine Chance. Wir fahren mit Diff-Sperre und es hat keinen Grip. Also ich muss die ganze Zeit gegenlenken. Also komplett eine Umdrehung mit dem Lenkrad, ständig links und rechts. Wir stehen hier zeitweilig im 45-Grad-Winkel quer. Das war echt richtig krass. Boah, also haben wir uns das ist echt unglaublich. Wir sind jetzt durch das erste richtig lange Schlammloch durch und jetzt wieder Sand. Und gestern sind ja die hier Thomas und Sabine aus Philadelphia gekommen und die mussten durch ein Wasserloch durch, was 70 cm tief ist. Jetzt haben wir gehört, dass die wohl was abgepumpt haben, aber wir wissen es nicht genau, wir haben keine Ahnung. Wir wissen nur, dass wir da noch eine ganze Weile zu fahren haben. Es sind noch 25 Kilometer circa bis zur Straße. Und so, weiter geht's. Aber hier können wir gerade mal ausnahmsweise ein bisschen fahren. Vorher ging es gar nicht. Ja. Auto. Und bremsen geht auch nicht. So, jetzt kommen wohl angeblich noch mal zwei, also die beiden Wasserlöcher, von denen wir gesprochen haben, wo die gestern durch sind. 70 Zentimeter Wasser. Mal schauen. So, wenn wir das geschafft haben, dann sollten wir es wahrscheinlich zur Autobahn schaffen. Das sind die beiden letzten richtig schwierigen Stellen. Hier gerade geht's wieder. Es ist halt immer, ob das jetzt höher liegt oder ein bisschen tiefer liegt. Es ist 1 Meter tiefer die Straße, ist sie voller Wasser, ist sie höher, ist sie trocken. So, und hier gerade geht's jetzt, hier fährt sich's ganz normal wie vor einer Woche auch. Aber 8 Kilometer mehr in die Richtung war schrecklich. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Wasserlöcher nicht so schlimm sind oder dass das Wasser raus sind. Und die Traktoren da auch nicht so tiefe Spuren reingefahren haben, weil sonst kommen wir da auch nicht durch. Davon hängt jetzt einfach alles ab. Ich bin gespannt, echt. ¿Qué pasa? ¿Está bloqueando algo? Boah, totalmente. Guck dir das an. So, wir haben es fast geschafft. Unsere Patrouille verlässt uns jetzt. Wir fahren alleine weiter. Da, wo ich jetzt stehe, also genau da, wo wir jetzt stehen, waren gestern noch 70 Zentimeter Wasser. Hier war ein kleiner See. Ja? Und da sind die ja durchgefahren. Das sind die Bilder, die ihr seht mit der Bugwelle. Und jetzt sieht man nur noch am Rand Wasser. Das heißt, wir konnten hier relativ gut durch. Wir haben jetzt noch so, ich weiß nicht, so, müssten so 20 Kilometer vielleicht sein, ungefähr bis zur Route. Das sieht so aus, als ob Sandboden ist, also nicht ganz so schlimm mehr. Ja, ihr seht ja, also da lang geht es immer geradeaus weiter. Und dann kommen wir hoffentlich irgendwann zur Autobahn, um nach Asunción zu fahren. Boah, aber ja, Experiencia. das war echt krass. Ein Abenteuer. Ja. Also eine gute Vorbereitung für einen Amazonas-Regenwald. Ja, Jetzt müssen wir es unbedingt. nur noch rausschaffen und dann schaffen wir es auch vielleicht in Amazonas.
Ja, man sollte den Tag ja nicht vorm Abend loben, ne? Also, guckt euch das mal an. Es geht wieder los. Richtig schön klebriger Scheiß. Und so haben wir jetzt einfach noch eine ganze Weile 13 Kilometer. Und 13 Kilometer so ist ganz schön anstrengend. Aber bis jetzt geht's. Es kommen halt immer wieder riesige Wasserstellen neben der Straße. Und wenn du jetzt hier reinrutschst, dann bist du komplett gearscht. Ja, du willst ja nicht da auf der Seite reinrutschen und dann irgendwie in diesem Wasserloch da landen. Das wäre unschön. Kaum zu fassen. Also einfach nicht zu glauben. Hört mal. Ja, kann man das hören? Also wenn man es nicht hören kann, dann schaut mal. Wir haben es geschafft. Richtig cool. Wir kommen da aus dem Busch. Das war echt heftig. Komm her, Baby. 40 Kilometer Busch. Wir haben 40 Kilometer Busch hinter uns. Genau. Total cool, ne? Richtig, richtig geil. So, wir sind fertig für Amazonia, ne? Genau, wir sind, also ihr habt es gesehen, Leute, wir sind bereit für den Amazonas-Regenwald. Wenn Genau. einer bereit ist, sind wir das. Ja, total cool. Und jetzt Richtung Asunción. Aber erstmal müssen wir noch was machen. Guckt euch nämlich das mal an. Ich zeige Ihnen mal, was am Auto los ist. Das Problem ist, dass dieser Matsch ja so klebrig ist. Und hier sieht man das jetzt auch ganz deutlich. Also es war richtig zugesetzt. Ich muss hier schon sauber machen, damit man überhaupt weiterfahren kann, weil das hier den Reifen sozusagen blockiert hat. Ja, und jetzt wird es langsam hart und dann muss man es natürlich wegmachen, bevor es hart wird. Aber es sieht so aus, als ob alles frei läuft. Ist wunderbar. So. So, da sieht es nicht gut aus. Ach ja, guckt euch das an. Hier, seht ihr das? Das ist drin und das reibt auch innen drin am Reifen. Ja, das muss weg. Das sollte man nicht, so sollte man auf jeden Fall nicht auf die Autobahn fahren. Es ist also richtiger Lehm. Da kannst du ein Haus draus bauen. Boah. Oh, was muss das schon rauskriegen hier? Echt krass. So. So, andere Seite machen wir auch noch. Also die Achsschwinge, die sollte schon frei sein. Also zumindest, dass das Rad da richtig läuft. Das ist echt krass. Was ein Dreck. So. Jetzt sind es nur so 120 Kilometer bis Asunción, also wir haben es auf jeden Fall geschafft. Es sah ja noch so regnerisch aus und jetzt haben die Straße, also da wo wir so durchgerutscht sind und wo wir es gerade so durchgeschafft haben, 2 Stunden nach uns oder 3 Stunden nachdem wir durch sind, zugemacht und es kommt auch keiner mehr durch, die wird auch nicht mehr aufgemacht, weil es hat wieder angefangen zu regnen und jetzt ist da gar nichts mehr zu holen. Das heißt, wir hatten wie immer so richtiges Glück, also so ein kleines Zeitfenster. Wenn wir viel früher losgefahren, wäre da noch Wasser gewesen. Wenn wir später losgefahren, wäre sie zu gewesen. Wir haben also genau abgepasst, dass wir lang genug trocken hatten, damit wir da überhaupt auf diesem Matsch fahren konnten. Und Auto sieht immer noch schrecklich aus. Auch hier drin ist alles total matschig. Wir sind total matschig. Selbst hier ist es total matschig. Aber wir haben es geschafft und jetzt rollen wir noch so ein bisschen, ist ja schon ein bisschen später geworden. Suchen uns einen schönen Platz, sind ganz schön fertig und haben auch gar keine Lust mehr. Auf jeden Fall war das ein ganz schön krasses Abenteuer und wir haben daraus gelernt, wir werden in Zukunft, wenn wir irgendwie so in den Busch fahren, auf jeden Fall mehr den Wetterbericht im Auge behalten. Weil ab heute, wenn es da durchregnet, kann es sein, dass man da 3 Wochen nicht mehr rauskommt. Und das wäre für uns ein totales Fiasko gewesen. Gut, das heißt, wir haben es gepackt. Schön, dass ihr dabei wart. Und es war echt ein krasses Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.